This long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Geralt needed to lift the curse, so he took Uma to the home of the world's greatest specialist on dark spells, to the Witcher's fortress of Kaer Morhen. Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Geralt von Riva, gelernter Problemlöser. Und wisst ihr, wer ein Problem zu haben scheint? Unsere geliebte Yennefer. Also die hat nicht nur ein Problem, aber gerade im Moment hat sie ein Problem, dem sie ihre Aufmerksamkeit widmet. Und ja, das sieht nicht gut aus. Damned crystal! You decide to blow us up? Geralt, I'm sorry, but I'm in no mood for jests. What's eating you? Let me think. That was the third crystal to explode. It's been a week, and Lambert's still not done what I've asked. Vesemir spitefully insists on repairing the wall just beneath my window and starts hammering at the crack of dawn, while Eskel seems to have gone mushroom picking, not forktail hunting. The guys. Well, they're not exactly happy with you. Why is that? Because you aren't willing to say what you're planning. You're treating them like pages, not including them. Us, actually, because I feel that way too. I shall explain everything when the time is right. First, we must finish our preparations. Okay, ja, wir können sie ja nochmal auf das Bett ansprechen. Das war ein gutes Bett, ne? Massiver Eichenholzrahmen und eine super weiche Daunenmatratze. Heard about the bed. Really prefer to sleep on the floor? Wouldn't recommend it. That stone can get awfully chilly. Frankly, I prefer a chill to bedding littered with red hair. So upset about Triss you gotta take it out on the furniture? Would you prefer I take it out some other way? Geralt, I don't want to seem like a vindictive shrew, but that very bed is where you just happened to fuck a dear friend of mine. Yes, I know, you'd lost your memory. Whatever. Let us agree that I will refrain from scolding you, while you will stop mentioning that stupid bed. Agreed? Agreed. Splendid. On to more pressing matters. You got trust issues with us? No. Actually, I fear you don't trust me. So I'd rather keep certain things secret, for the time being. Pretty tortured logic. It may seem that way now, but you'll understand in time. Oh, sie plant irgendwas moralisch Verwerfliches. Ich sage nur verwelkter, heiliger Hain. Fine. What do I do? Firstly, help Eskel and Lambert. One was supposed to get me forktail spinal fluid, the other was to fortify the phylactery with elemental power. I've yet to see anything from either of them. All right, I'll talk to them. Anything else? Yes. There's one other trifling matter. As you saw, my megascope's acting up, in rather spectacular fashion. I'm certain there's an energy source nearby, generating disturbances, making the crystals malfunction. We must find it and neutralize it. Quickly, I must contact someone. It's urgent. Okay. Who you plan to contact? Or is that a secret too? No secret at all. Ida Emian. Remember her? How could I forget? Member of the Lodge, Elven Sage. Exactly, a sage. As the name suggests, she should know a great deal. I'd like to ask her for advice about Uma. Satisfied? Your sorceress friends, the sage and not-so-sage, they've let me down before. But if we gotta, we gotta. If only you'd been this cautious with all of them. But no matter. Thank you for your permission. Sie reibt uns das bestimmt noch ewig unter die Nase, aber hey, ist okay. All right. How do I find the source? Use this Potesta Quisitor. Potesta Quisitor? Sounds fancy. Complicated. Yet it's ever so simple. Grasp it firmly, move it around, and the louder it squeals, the closer you are. Spare me your juvenile wit, please. Well, what are you waiting for? Tja, da hatte Geralt so eine schöne, zweideutige oder auch eindeutige Bemerkung auf den Lippen. Und dann sowas.
Thank you, Geralt. Na, das hat ihn glücklich gemacht. Questgegenstände. Warum bekomme ich das nochmal? Das habe ich bestimmt noch nie gesehen. So, Störung. Finde die Quelle der magischen Störung mit Hilfe des Protester-Quisitors. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Denn, und überhaupt, da können wir uns ein bisschen hier umsehen auf Kermorhen noch. Ich denke, das ist eine hervorragende Ausrede dafür. Das hier oben ist nicht Jens Zimmer, ne? Also sie schläft hier nicht, oder? Ist das Gästezimmer, in dem sie schläft? Ich meine, hier haben wir einen riesigen Kamin, wie in dem anderen Gästezimmer, aber das hier ist so spärlich eingerichtet. Ich frage mich immer noch, warum sie nicht einfach das nimmt, dass sie schon mal... Hi, Yennefer. Ja. Geralt? Yennefer. Das hatten wir scheinbar alles schon mal, echt. So, feel any different after our encounter with the djinn? Yes. Now I feel... regret. Mean to say that? That I regret we didn't try that earlier. Much earlier. Think we would have argued less? Quite the opposite. But the other moments would have been more intense as well. Moments like this. Mhm. Okay. Gut, dann bis demnächst. Thanks, Yen. See you later. So, dann magische Quelle finden. Ja, wie schwierig kann das sein? Ach, wir haben den sogar schon ausgerüstet. Hervorragend. Wir haben den sogar schon in der Hand. Aha, noch viel hervorragender. Nothing here. Gut, dann rennen wir jetzt mit dem Ding in der Hand ein bisschen quer durch Kermorhen. Und gucken uns ein bisschen um. Ich finde diese Türme hier echt cool. Muss ich sagen. Die gefallen mir. Ich meine, die riesig, ne? Alles hier wirkt absolut überdimensioniert mit der Deckenhöhe und den Durchmessern. Ich würde wirklich gerne ein bisschen mehr zur Geschichte von Kermorhen wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht muss ich da mal recherchieren. Aber ich bezweifle irgendwie, dass ich da viel finden werde. So, wir gehen einfach mal in den Keller runter. Und schauen mal, Triss und... Nee, Triss nicht, ne, oder? Müsste Triss auch hier sein? Oder ist sie nach Kovir gesegelt? Nee, ist sie ja nicht mit den Magiern, ne? Und ich glaube, wir hatten uns hier verabredet. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall müsste auch... Ich habe ihren Namen vergessen. Diese andere, die blonde Zauberin, die uns reingelegt hat. So fies und hinterhältig, die Katriona unterlagen wollte. Oh. Hier gibt's Zeug. Die müsste ja auch hier irgendwo sein eigentlich. Von der haben wir auch noch keine Spur gesehen. Ja, mal ganz ehrlich, wenn wir die Störung hier nicht messen können, ne, in der Nähe dieses Dings, dann ist sie doch nicht so stark, dass sie das beeinflusst, oder? Doch? Ich weiß nicht. Naja, nehmen wir mit. Ja, hier könnten wir auch Fässer ausräumen irgendwie. Machen wir einfach mal nicht. Sondern wir gucken uns hier einfach ein bisschen um. Achso, na, man hat natürlich hier schon so einen Radius, wo man hin soll, um sich umzusehen. Aber, okay, hier ist nur eine Galerie. Da hängt so ein Fell aufgespannt. Ja, mal sehen, wo sich hier alle rumtreiben gerade. So, hier hinten haben wir natürlich noch so einen Turm. Da können wir ja mal uns ein bisschen rumtreiben gehen. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Das hier müsste, glaube ich, der Turm sein, bei dem die Treppe eingestürzt war. Im ersten Teil. Aha. Das ist ja also identisch abgesperrt einfach. Nee, hopp. Hoch mit uns.
Upsi. So, einfach ein bisschen erkunden gerade, ne? Ein bisschen in Kermor hin umsehen hier. Die Tür ist nicht mehr abgeschlossen. Die ist wirklich 100% fake. Aha. Ein gutes altes Lesetischchen. Das hier sieht aus wie das Zimmer einer Zauberin, muss ich ehrlich sagen. Aber es hat noch ein Bett. Also wird es nicht Yennefers Zimmer sein. Na, aber das hier hat eine Menge Komfort irgendwie. Auch wenn man nicht auf den Balkon raus kann. Aber vielleicht haben die Turmzimmer auch gar keinen Balkon. Ich weiß es nicht. So, okay. Ich vermute ja, dass eine der anderen Zauberinnen hier für diese Störung verantwortlich ist. Und dass sie sich da einfach nicht gut abgesprochen haben. Wenn die denn schon hier sind überhaupt, ne? Bis jetzt haben wir noch kein Zeichen von denen. Vielleicht kommen die erst noch später, weil die mussten Umwege nehmen und haben es nicht vor uns her geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie man das erklären würde, dass sie noch nicht hier sind. Ich meine, wir haben wirklich ein bisschen rumgebummelt. Nothing here. Lügt doch nicht, das piept doch. Geralt, bist du taub? Oh, got a signal. Signal's growing stronger. Can't be far now. Hier? Oh, das ist ja cool. Ich glaube, hier wird es wieder schwächer. Nicht, dass wir das Geld brauchen würden. So, Yennefer found a volunteer to walk around with that chirping stick after all. Tja, wir müssen die Wand... Ach, Uma ist die Störung, ne? Yes? What is it, Wolf? I met with Emir. Any crowned heads you haven't met? A few. Hoping it stays that way. Remember the first war with Nilfgaard? Battle of Sodden? The North, all of it, fought together. Temeria, Redania, Kedwin, Edirn, and the mages were heroes. On the field first, then in ballads. Not much left of that world. Tja, so ist das halt. See you later, Vesemir. Vesemir, wir müssen die Wand hier leider einreißen. Getting warmer. Warmer. Hot. Can we talk? How can I help you? Oh, okay. I'm looking for Ciri. Ashen hair, scar on her cheek. Seen her? Keine guten Erinnerungen scheinbar. You think universals exist as real and distinct entities, or only as mental constructs? Mm-hmm. So do I. Okay, cool. So long. Aha. Getting warmer. Warmer. Hot. Auf der anderen Seite der Wand. Ja, aber da kommen wir raus, ne? Also es muss schon hier die Wand sein irgendwie. Oh, da ist Lambert. Interesting. Not afraid of silver. Hier können wir irgendwas benutzen.
Mounted witchering just never took off. Pulse weak. Mounted witchering just never took off. Ah, there you are. Okay. Was haben wir hier? Disturbance is coming from there. What's in these crates? Dimeridium bombs. Lambert made them. No wonder the megascope doesn't work. All right, gotta get him out of here. I can do that. Rather you not make a mess of my shelves. Just keep an eye on Uma. Yes, Uncle Vesemir. How goes it? Vesemir's not working you too hard, I hope. Thought so. All done. You can go. Now, let's check your conditioned reflexes. Look at the fire. Now look here. Pupils functioning normally. Okay, also Vesemir untersucht ihn eingehend. Während wir uns hier mit Lambert unterhalten. Was macht der Typ da? What's this? Brewing potions? No. Booze from potato peels. For my welcome back feast? Actually more like my farewell feast. Haven't Auch heard? wo wird's denn hin? Madame Sorceress has requested I fortify the phylactery with power from the Circle of Elements. Says it's essential to lifting the curse from that monstrosity of yours. Realize that monstrosity, as you put it, might be Ciri? Yeah, I heard. Mind showing a bit of sympathy? I call him like I see him. That's how I am. Okay. Irritating, you mean? Thought you liked people with bitchy streaks. So long as they're women. Then you found the best of them. Enough about that. The Circle of Elements awaits. Don't sound too thrilled about all this. I'm not. You know the trek to the Circle's no walk in the park. In more ways than one. Let me go with you. Well, might have more spring in my step with the famous white wolf at my side. So, you ready? Ja, noch nicht ganz. Gotta take care of something. Wait for me. Sure. Ja, toll. Schön, dass er jetzt die Quest hier umgestellt hat. Störung wollen wir natürlich noch abschließen vorher. Und vielleicht wollen wir uns auch noch ein bisschen umsehen. Ich weiß es ja nicht. Tja, also Uma, er scheint schon so ein bisschen zu verstehen, ne? Aber er kann sich halt nicht ausdrücken. Das ist ein Problem für uns. Für ihn wahrscheinlich auch. Yennefer, erledigt. Thank you. Seems to be working now. What was it? Dimeridium bombs. Lambert left them by the beds. I suppose he had no idea they could interfere with my megascope? Wahrscheinlich nicht. You know, Lambert's not exactly an expert on megascopes, so... Please. Lambert is mean, not stupid. Enough. Ready for this conversation? Sure you want me here? Members of the Lodge don't let just anyone in on their secrets, or so I've heard. Consider it a token of our trust. Now let's begin. And Geralt, behave, please. Didn't you just say you trust me? Stop twisting my words. Kednel Yennefer at Vengerberg. Gwynblade. Hallo. Hallo Ida, können wir sagen. Wir sind heute mal höflich. Kedmil and Severn. Why have you summoned me? We've come up against a curse. One we must lift. It was uttered in a dialect of elder speech unfamiliar to me. I see.
The words of the curse? Vafel Elen, Kedmil Foli, Gledevdon Eptenid, Bondro Isne Iachus. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Recognize the dialect? Lathan Undod. Meaning? The so-called One speech, a forgotten language dating from before the migration. The migration? Later, Geralt. Take it you've heard the words before. Yes, in legends. Of the kind that do not end happily. Can you help us with the curse? To a degree. Agnes de Glanville's incantation, combined with Elder's triangle, inverted, of course. They are your only possible recourse. But I cannot guarantee that even they will suffice. Thank you, Ensavern. Vafel. That does not Na, conclude super. our conversation. What is it? The time of the white frost and white light is nigh. And the world will perish amidst ice. I know Ithleen's prophecy. I don't doubt you know it. But do you understand it? The Naja, elder blood schwierig. can initiate the final age, the time of the end. Or stop it. Remember this, Gwynblade. For you will be the one to determine if the seed bursts into flames. Super, danke für die Prophezeiung. Habt ihr gesehen, dass sie ein Loch in der Brust hatte? Da konnte man durchgucken. What was that about? The migration? Good gods. Did they teach you no history here? Nope. No. Vesemir figured sword work could be more useful on the path. Gonna answer me? Naturally. One's never too old to learn. The Ensay and the NN elves were once one folk, the En Undod. Then came a cataclysm. No one knows its nature. The En Undod were forced to leave their world. They split along the way. So if Uma's curse was uttered in this Lathan Undod, Then it's old. Very, very old. Super. any idea what she was talking about? Ciri, of course. Wish everyone would just leave her the hell alone. Wouldn't count on it. All in all, interesting conversation. What now? Finish whatever it was you and the boys were planning to do. Then we'll begin. Okay. Quest abgeschlossen, wie es aussieht. Da gucken wir uns den Questtext nochmal an. Ja, warum gehe ich nicht einfach zur abgeschlossenen? Störung, da haben wir es direkt. Vesemir erzählte Geralt, dass Yennefer sofort nach der Ankunft ihr treues Megaskop aufgebaut hatte, es um nichts in der Welt zum Funktionieren bringen konnte. Diese Nachricht bereitete dem Hexer große Sorgen. Das Aufstellen des Megaskops hieß, dass Yennefer mit anderen Zauberinnen hatte sprechen wollen und das wiederum bedeutete Ränke, Politik und andere Dinge, die Geralt nicht ausstehen konnte. Erwartungsgemäß wurde Geralt von Yennefer nicht sonderlich herzlich begrüßt. Trotz alledem half Geralt diese ewig großmütige und geduldige Seele der Zauberin dabei, die Quelle der magischen Störung zu beseitigen. Wie sich herausstellte, war es eine Kiste mit dem Rhizumbomben, die Lambert gedankenlos in der Nähe des Zimmers der Zauberin deponiert hatte. Tsts, Lambert. Ja, richtig. Ja, ich glaube schon, dass er das mit Absicht gemacht hat. Er ist halt so, ne? Er ist mir auch am unsympathischsten von den ganzen Hexern, muss ich sagen. So, die letzte Prüfung. Finde Lambert. Kehre zu Lambert zurück, wenn du bereit bist. Genau. Das Vorbereiten des Phylakteriums wurde Lambert zuteil, zu seinem großen Missvergnügen. Das überraschte mich nicht, als ich davon erfuhr. Lambert war nicht sonderlich dienstbeflissen und Yennefer, sagen wir, sie war nicht sein Favorit. Jedenfalls willigte Lambert ein, die Aufgabe zu erledigen und Geralt fand es angebracht, ihn zu begleiten. Okay, dann begleiten wir ihn mal. Können wir noch irgendwas mit Yennefer quatschen? Geralt? Yennefer? Bis dann. Thanks, Yen. See you later. So, in Ordnung. Ich weiß nicht. Soll das hier wirklich Yennefers Zimmer sein? Ich meine, ernsthaft? Beim letzten Mal hatte sie so ein schönes Zimmer hier. Und dieses Mal sowas.
Oder war das etwa Geralts Zimmer, in dem sie sich letztes Mal breit gemacht hatte? Ich weiß nicht. So, Lambert, wir können los. Ja, brechen wir auf. No reason to wait. Let's go. Oh, meant to tell you. Can't get to the circle through the mountains. Rockslide blocked the pass last spring. So we approach from the pond side, like when we did the trial of the medallion? Exactly. Remember the way? Not easily forgotten, that. He who returns with his medallion will prove himself worthy and may set off on the path. Vesemir ever hear you impersonate him? Yeah. Old man can't stand it. Ist ja komisch. Ja, hübsch ist es hier, inzwischen schon abends. Savola's breach. Still haven't patched it up? Vesemir'd like to. Doesn't bother me, though. Not expecting anyone to lay siege, and this way I got a shortcut to the pond. Shame those Salamander assassins didn't punch a few more holes in our walls. Or finish the job and reduce these ruins to rubble. Ja, ja. Macht nur Witze drüber, Jungs. Been thinking. You're gonna swim across the pond? No, I got a boat moored there. You know, for fishing. Wow. Never took you for the fishing type. I use bombs. I drop them in and scoop up whatever floats to the surface. That makes sense. Mhm. So hätte ich ihn auch eingeschätzt, wenn man mir gesagt hätte, dass er fischt. Na, super schön. Was fliegt denn da unten? Harpien? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall ein schöner Teich. Ja, warum können wir eigentlich nicht so Kanten runterklettern? Deswegen können wir Lambert anquatschen. Lambert? Nicht wirklich. Boah. Die Berge hier sind aber auch nicht schlecht hoch, ne? Höher als die auf Skellige, würde ich vermuten. Was ist denn das eigentlich für Zeug, das hier die ganze Zeit wächst? Ne? Hier wächst immer diese eine Pflanze. Ach, Hundspetersilie. Na klar. So, ist es noch weit, Lambert? Die Folge ist nicht mehr lang. Oh, Rehe. Oder Hirsche. Ich glaube, es sind eher Hirsche. Obwohl, das sieht aus wie ein Rehbock, ne? Vom Geweih her. Ja, tatsächlich Harpien. Wo ist denn unsere gute alte Armbrust? Oh, 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 oh. Arenarie, ja. Eine Blüten erkannt. Jetzt wollte ich hier gerade ein bisschen Arenarie sammeln und sowas. Well, color me impressed. Where'd you learn them tricks? It's an art. Learned it from this old master down in Zeracania. Save that tale for your next sorceress. Okay. Ach Mann, Wölfe.
Die lassen uns in Ruhe, oder? Die wissen schon, dass Zauberer hier, Hexer natürlich, nicht Zauberer, ihnen überlegen sind, hoffe ich. So, hier kann man also schön Arenarie sammeln. Gut zu wissen. Tja, und damit befürchte ich, Jungs und Mädels, dass diese Folge hier gelaufen ist. Mal sehen, vielleicht kommen wir noch einen kleinen Kampf. Nein, kommen wir nicht. Die HP hält sich fern. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Aber vorher besiegen wir noch diese HP hier. Wo ist sie denn? Keine Ahnung. Da scheinbar. Zack, erwischt. Herr Lambert kann da, solange das Biest noch liegt. Ach, daneben. Herr Lambert, schnapp sie dir. Oh Mann, der bummelt immer, der Typ. Schlimm mit ihm. So, Jungs und Mädels, jetzt aber wirklich, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hattet heute Spaß, habt beim nächsten Mal hoffentlich auch Spaß. Und bis dahin hoffentlich auch, also dazwischen quasi. Macht's gut und bis dann. Ciao.